Hallöchen, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und euch erwartet auf diesem Kanal der Deep Dive in Musik, in Lyrics, in die Melodien. Ich versuche als Traumatherapeutin und als Coach ähm, Perspektiven aufzumachen aus psychologischer Sicht und aus philosophischer Sicht, weil wir fühlen uns immer schnell connected zur Musik. Und warum ist das so? Keiner hat die Geschichte so erlebt, wie NF sie erlebt hat und wie er sie erzählt und wie er sie meint. Und dennoch fühlen sich so viele durch ihn gesehen und gehört, weil sie Ähnliches erlebt haben, weil sie sich darin wiederfinden können. Und dennoch haben sie etwas anderes erlebt. Und Musik bietet uns eine Plattform zum Interpretieren. Und wir können die Dinge so interpretieren, dass sie für uns genau richtig sind und genau für uns passen. Und ich versuche in den Sachen so viele Perspektiven wie möglich aufzuzeigen, warum sich die unterschiedlichsten Leute angesprochen fühlen können. Also es geht hier nicht um, wir finden die Wahrheit, was NF uns sagen will, auch das, aber was könnte noch gemeint sein? Wen könnte es noch ansprechen und warum? Genau. Wenn ihr darauf Bock habt, abonniert den Kanal, lasst vielleicht jetzt schon ein Like da, aktiviert die Glocke und genau, ich habe die NF-Reise schon angefangen. Von daher schaut auch gerne in die Liste rein und schaut euch den Rest an. Und wenn ihr Bock habt auf bestimmte Songs, gerne in die Kommentare. Und dann, ja, geht's jetzt los. Oh, yeah, I'm on my way, I'm coming. Don't lose faith in me. I know you've been waiting. I know you've been praying for my soul. Oh, Okay. Bevor es jetzt, entschuldigt bitte, bevor es jetzt weitergeht. Also, kurz zu Beginn. Ich bin NF-Fan. Ich kenne NF schon jetzt nicht so lange. 3 Jahre? Irgendwie so, 2, 3 Jahre. Kurz bevor das Hope-Album rauskam. Und ich habe schon unglaublich viele Reaction-Videos gesehen und kenne fast alle Songs. So, und ich liebe NF. Und genau deswegen habe ich mich entschieden, mit unter anderem diesen Kanal auch zu machen. Weil NF so viel verbindet, so viel in uns bewegt, in uns berührt. Und das möchte ich teilen. So. Das heißt, vielleicht seid ihr jetzt enttäuscht, dass ich die Sachen schon kenne. Aber das, was wir hier machen, ist, wir haben natürlich ein bisschen Insiderwissen. Und wir wissen, NF spricht mit Hope als seinen Anteil. Und gleich umgekehrt, dass Hope als sein Anteil anfängt zu sprechen. So. Wir wissen, NF kommt von einer langen Reise ohne Hoffnung. Und ihn jetzt da sitzen zu sehen, in weiß, in der weißen Hoffnungskleidung, die wir schon andeutungsweise die ersten Male gesehen haben in The Search und Leave Me Alone, wo er das in sein Shopping-Car gelegt bekommen hat. Ne? Die Videos habe ich noch nicht gemacht, wir haben erst das erste Album, aber da werden wir noch hinkommen. Und jetzt hat er sie das erste Mal an. Vorher war er immer in schwarz oder grau gekleidet. Der Teil, der für Angst steht sozusagen und für den ganzen Schmerz. Und er hat auch ganz am Anfang gesagt, ne? I'm looking for the map to hope. Have you seen it? Und hier geht es jetzt genau darum. So. Er sitzt da auf seinem Floß als Hoffnung, mit Hoffnung an Bord sozusagen und ist auf der Reise. So, die Hoffnung zu finden. So, beziehungsweise, das ist ein spannender Part, ne? Weil das Weiß steht für den Anteil, der Hoffnung hat. Und gleichzeitig sucht er weiter, also er hat jetzt die Karte zur Hoffnung und ist weiterhin auf der Suche. Das heißt, er ist wahrscheinlich auf der Reise, zu gucken, wohin die Hoffnung ihn führt, wenn er mit der Karte unterwegs ist. Aber das ist eine Möglichkeit. Wenn es andere Sichtweisen gibt, droppt mir das gerne. Ja, weiterhören. 30
years you've been dragging your feet, telling me I'm the reason we're stagnant. 30 years you've been claiming you're honest and promising progress. Well, where's it at? I don't want you to feel like a failure. I know this hurts, but I gave you your chance to deliver. Now it's my turn. Don't get me wrong. Nature had a great run, but it's time to give the people something different. So without further ado, I'd like to introduce my album. My album. Hope. What's my Okay. Kommen wir gleich zu. Aber den Part finde ich schon so cool, ne? Hoffnung spricht zu ihm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Hoffnung zu ihm spricht oder zu dem 4-Anteil spricht. Aber er sagt ja, Nate, du hast deine Chance gehabt 30 Jahre lang. Und 30 Jahre lang hast du mir die Schuld gegeben, warum es nicht klappt. Ich habe dir die Chance gegeben, es herauszukriegen, Dinge zu verändern, es auf deine Art und Weise zu machen. Jetzt ist gut. Jetzt versuchen wir es mal mit mir. Ich übernehme jetzt mal das Ruder. So. Es ist Zeit. Und da sind wir wieder, deinem Publikum etwas anderes zu geben. Weil die 30 Jahre oder seitdem er Musik macht, hat er immer auf 4 gebaut. Das hatten wir auch bei Intro 3, da kommen wir auch noch zu. Da sagt er ja genau das, dieses ohne 4 hätte er seine Karriere gar nicht gehabt. Mit 4 hat er die ganzen Texte geschrieben. Das ist alles daraus entstanden, aus seinem ganzen Struggle, aus seinem ganzen Pain, aus seinem Thema, so aus seinem Trauma ist das heraus entstanden. Und das hat ihm zum Erfolg geführt. Aber es hat ihn auch nicht aus den Themen rausgebracht, aus seiner Angst. Es braucht etwas anderes. Und, wie wir auch wissen, ist er in den Medien dafür unter anderem bekannt, dass er jetzt dieses One-Trick-Pony ist, was immer auf die Tränendrüse drückt, immer nur über sich selbst und sein Leid und so weiter klagt. Dabei ist das so wichtig, ne? So, also nicht dieses Klagen, sondern dass er diese Musik, diese Kunst rausbringt, mit der wir uns identifizieren können, damit wir das Gefühl haben, dass wir alle connected sind, dass wir nicht allein sind mit diesem ganzen Scheiß. So. Aber, ja, schon wieder Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es so ein cooler Song ist, ne? Und das so die Wende ist. Und das ist ein wichtiger Song von NF. Ich meine, wir haben schon in das 4-Album reingehört und da gibt es dann schon wieder die neue Wende. Aber das war so der erste große Shift. Und ja, genau. Jetzt haben wir 4. Hast du 30 Jahre probiert, ist gut. Ich übernehme jetzt mal mit dem Teil, der Hoffnung hat. Und wir gucken mal, wo uns das hinführt. Und dann hier dieses I like to introduce my album. Und da kommen diese ganzen verschiedenen Stimmen rein, die wir alle schon von Nate kennen. So. Die alle darum streiten, wessen Album das jetzt nun wirklich ist. Wer die Lorbeeren quasi einheimsen darf. Und natürlich, ich meine, also allein dieses Bild. Legendär. Und dann sehen wir hier den kleinen NF, wie er in dieser, also wirklich da steht, in dieser gigantischen, na. Und am Anfang nur dieses Piano, ne, diese Taste. So. Und jetzt wird es quasi gleich episch. Genau, weiter geht's. Hope. What's my definition of success? Listening to what your heart says. Ich muss hier schon wieder Pause machen. Das ist mir irgendwann aufgefallen nach dem 10.000. Mal hören. Das geht mir immer so mit NF-Songs, ne? Aber dieses What's my definition of success? Die Frage kennen wir aus dem Song Why. Da ist ja auch, stellt er genau die Frage. Aber damals war seine Antwort eine andere, nämlich I don't trust the thoughts that come to my head or come inside my head. Irgendwie sowas, ne? Das heißt, ich liebe das, wenn NF diese Sachen aufgreift aus den alten Songs und darüber die Veränderung zeigt, die er auch gemacht hat, den Weg, den er gegangen ist.
listening to what your heart says. Standing up for what you know is right while everybody else is tucking their toe between their legs. What's my definition of success? Creating something no one else can. Being brave enough to dream big. Grinding when you're told to just quit. Giving more when you got nothing left. It's a person that'll take a chance on something they were told could never happen. It's a person that can see the bright side through the dark times when there ain't one. Okay, da ist schon wieder so viel enthalten. Ich habe hier, Moment. Meine ganzen Notizen. Das war es nicht. Das ist es. Und zwar, ich muss manchmal ein bisschen vorbereitet sein mit meinem ganzen Schnurlifax hier. Was ich eigentlich sagen will, damit ich nicht zu viel verliere. Und zwar, was ich so schön finde, ist der Punkt von being brave enough to dream big. Das kostet tatsächlich viel Mut, ne? So groß zu träumen, sich Visionen zu erlauben. Und sich nicht gleich wieder runterzumachen, damit man, wie gerade hier in Deutschland, ne, so dieses wer hochfliegt, wird tief fallen Ding, was uns im Prinzip einfach nur sagt, hör auf, groß zu träumen. Weil umso doller wird die Enttäuschung sein. Was schon impliziert von, du wirst das wahrscheinlich eh nicht schaffen. So. Und dann halten wir uns alle gegenseitig klein. Also es ist mutig zu träumen. Einmal, weil wir ganz viel Gegenwind bekommen, aber auch, weil wir gelernt haben, davor Angst zu haben, groß zu träumen. Und dann müssen wir uns dieser Angst stellen. Und das braucht Mut. Creating something no one else can. Das ist seine Definition von Erfolg, unter anderem. Eine davon. Und das ist so schön, weil es einlädt, wieder zurück zu den Basics zu gehen, wieder zurück zu mir selbst, zu meiner eigenen Individualität, zu meiner eigenen Kreativität. Ich kann nichts kreieren, was niemand anderes kreieren kann, wenn ich nicht bei mir selbst bin, sondern wenn ich die ganze Zeit im Außen orientiert bin. Sondern ich muss komplett dafür bei mir sein. Ansonsten werde ich nur etwas kreieren, was die da draußen auch schon gemacht haben. Ja. Und es ist so schön zu sehen, ne, wie er hier so am Strand erstmal so, okay, ich bin jetzt irgendwo gelandet hier mit der Hoffnungskarte. Und wer sitzt da auf dem Stein? Natürlich Good Old 4. Und das ist so schön, weil nur weil man Hoffnung hat, heißt das nicht, dass das Alte alles weg ist. Das ist ja auch das Schöne, wenn wir jetzt dann zum 4-Album gehen, dann zu sehen, okay, es kommt zurück. Ne, es ist etwas passiert, unter anderem ist seine Großmutter verstorben. Und das hat dafür gesorgt, dass die Angst wieder übernimmt, hat die Schlüssel zur Menschen wieder übernommen. Und das ist das, wie das Leben ist, weil alle Teile gehören immer zu uns. Es geht nie darum, sie komplett wegzumachen, sondern es geht eher darum, der Herr über all diese Anteile zu werden. Und alle gehören dazu, sind Teil von mir. Aber ich entscheide, wer ans Steuer darf und wann und für wie lange und wann ich wieder ans Steuer gehe oder der nächste Anteil ans Steuer darf und übernimmt. Und oft genug auf dieser Reise passieren lauter Dinge, wo wieder irgendein Teil spontan übernimmt. Und wir das eigentlich gar nicht wollen. Ja, so. Lasst uns weiterhören. See the bright side through the dark times when there ain't one. It's when someone who ain't never had nothing ain't afraid to walk away from more profit cause they rather do something that they really love and take the pay cut. It's a person that would never waver or change who they are just to try and gain some credibility so they can feel accepted by a stranger. It's a person that can take the failures in their life and turn them into motivation. It's believing in yourself when no one else does. It's amazing what a little bit of faith can do. If you don't even believe in you, why would you think or expect anybody else that's around you to? I done did things. Es ist immer so viel wundervolle Informationen mit NF. Also einmal jetzt rein vom Video, ne? Was hat 4 gemacht? 4 hat ihn im Kreis geführt. Wieder zurück zur Angst. Das ist im Prinzip genau dieser Angstkreis. Wenn wir versuchen, mit der Angst zu gehen und zu gucken, was braucht es, damit die Angst nicht so groß ist, treffe ich Vorkehrungen, mache Vermeidungsstrategien, dann führt das am Ende dazu, dass ich wieder bei der Angst lande. Und da muss ich noch mehr Vorbereitungen treffen und so weiter und so fort und lande aber immer wieder bei der Angst.
Und das ist genau dieser Kreislauf. Wenn ich mich von der Angst leiten lasse, mir den Weg zeigen lasse, dann wird es wieder bei der Angst landen. Und das ist aber, ne, die Angst hat ja auch eine Absicht. Sie möchte mich beschützen. Aber wenn du aufhörst, Angst zu haben, dann achtest du ja nicht mehr auf dich. Also bringst du dich damit in Gefahr. Also muss die Angst die ganze Zeit aufpassen und die ganze Zeit da sein und aktiv sein. Und manchmal kann sie auch ganz schön schnippig und ganz schön boshaft werden, wenn wir versuchen, sie wegzuschicken. Zu sagen, ich brauche dich nicht mehr, lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt hier meine Hoffnung und jetzt will ich noch mit der Hoffnung sein. Und dann kann es sein, dass die 4 ein bisschen zurückschlägt und uns verarscht und uns im Kreis schickt. Genau, und NF ist noch ein bisschen lost mit seiner Karte und versucht den Weg zu finden. Und dann haben wir, was wollte ich ansprechen? Zum einen, wir machen so viel, um accepted zu werden, akzeptiert zu werden von Fremden, von Menschen, die wir eigentlich gar nicht kennen. Wir halten uns an die Ordnung, an die gesellschaftlichen Regeln, um akzeptiert zu werden, um dazuzugehören. Und auch das hat was mit Angst zu tun, weil nicht dazuzugehören ist immer auch eine Gefahr. Allein sein, überleben, so, nicht geliebt werden. Liebe, wie man feststellen dürfte, ist essentiell für Menschen, um zu überleben, besonders für kleine Kinder. Da gab es ganz gruselige Experimente in der Vergangenheit, wo Babys ohne Liebe, ohne Fürsorge aufgewachsen sind und nur mit, hier hast du Nahrung und dann bin ich auch wieder weg. Und viele davon sind verstorben. Das heißt, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen Community, um unser Überleben zu sichern. Nicht nur, weil wir physisch abhängig sind, so, für Essen und Trinken und so weiter und so fort und Windeln wechseln oder was auch immer, sondern weil wir auch von Nähe, von Kontakt, von Verbindung abhängig sind, um uns zu entwickeln, um lebensfähig zu sein. Und das bleibt in uns. So. Und oft ist die Angst übertrieben. So. Wir haben so viel Angst, ausgestoßen zu werden, weil wir damit aufgewachsen sind, dass wir noch nicht genug sind. Mindestens, weil das System uns das erzählt hat, aber auch, weil unsere Eltern oder andere Bezugspersonen, du musst noch mehr das lernen, du musst noch mehr ruhig sitzen, du musst noch mehr dies, du musst noch mehr das, weil ansonsten bist du ganz schön schwieriges Kind. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt. Lasst uns weiterhören. Or expect anybody else that's around you to. I done did things that I regret. I done said things I can't take back. Was a lost soul at a crossroad who had no hope, but I changed that. I spent years of my life holding on to things I never should have kept, full of hatred. Years of my life carrying a lot of baggage that I should have walked away from. Years of my life wishing I was someone different, looking for some validation. Years of my life trying to fill a void, pretending I was in them. Okay, bevor wir jetzt in den nächsten Part gehen. Ich war eine verlorene Seele. Dass er das so sagt, heißt schon, er ist es nicht mehr. Oder zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht, was gut ist. Und er sagt auch, ich habe so viele Jahre Gepäck mit mir rumgetragen, diesen ganzen alten Kram, den ich einfach hätte loslassen sollen. Und da ist was dran. Und dennoch ist es nicht so einfach. Es gibt so viele Menschen, die unterschiedlichste Geschichten im Leben haben. Und das, was wir machen, ist, wir identifizieren uns über unsere Vergangenheit. Das, was wir erlebt haben. Das, wo wir herkommen. Was uns Menschen gesagt haben. Was wir über uns selbst gelernt haben. Was wir über andere Menschen, über die Gesellschaft gelernt haben. Wie die Welt funktioniert. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das sind die Dinge, über die wir uns selbst als Mensch identifizieren und sagen, so bin ich. Ob das jetzt nun ist, dass uns die Mutter immer gesagt hat, weiß ich nicht. Was könnte es sein? Du bist nicht so der kreative Mensch. Deine Stärke liegt in der Analyse oder was auch immer, so in der Mathematik. Da gibt es viele Menschen, die genau das glauben. Ich bin halt kein kreativer Mensch und sich deswegen nie kreativ betätigen, weil ihnen das gesagt wurde. Dabei sind es teilweise unglaublich kreative Menschen. Nur auf einem anderen Level als das, was die Mutter vielleicht unter Kreativität verstanden hat. Und es war überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist das, womit die Leute sich anfangen zu identifizieren und was sie anfängt zu limitieren. Und da gehen sie Jahre später noch hin, obwohl sie das schon längst hätten loslassen können und vielleicht Weltklasse-Künstler, Musiker, was auch immer hätten werden können. Oder auch immer noch können. So, wenn sie es loslassen würden. So als Beispiel einmal, ne? Und dieses Loslassen von diesem alten Kram würde aber wiederum bedeuten, dass das, was uns all die Jahre vertraut ist, das, worüber wir uns identifiziert haben, dass dann da plötzlich eine Leere ist. Wir müssen dann erstmal gucken, aber
Wenn es das nicht ist, was ist es denn dann? Wer bin ich denn dann? Und das kann wiederum Angst machen. Das ist was komplett Neues. Wer weiß, wo das wieder hinführt. Dann bleibe ich doch lieber bei dem Altbekannten. So. Deswegen ist es nicht so einfach mit dem Alten loslassen. So, weiter. And I was someone different looking for some validation. Years of my life trying to fill a void, pretending I was in. They get it. Da sind wir wieder in der Menschen unterwegs. Callback. Pain's a necessary evil, difficult to go through, yes, but beneficial. Some would say having a mental breakdown is a negative thing, which on one hand I agree, but on the other hand, it was the push I needed to get help and start the healing process. See, if I'd never hit my bottom, would I be the person that I am today? I don't believe so. I'm a prime example of what happens when you choose to not accept defeat and face your demons. Took me 30 years to realize that if you want to get the opportunity to be the greatest version of yourself, sometimes you gotta be someone you're not to hear the voice of reason. Having kids will make you really take a step back and look at. Okay. Bevor es jetzt in den nächsten Part gleich geht, mache ich hier schon mal Pause. Gibt auch hier so viel. Ich gehe erstmal wieder auf die Visuals ein. Wir sind in der Menschen. Und was gibt es? Callback zu 2 verschiedenen Teilen. 2 verschiedenen Reisen, könnte man sagen. Ne? Wir haben auf der einen Seite 4, der da in dem Raum sitzt mit all den Luftballons. Wir wissen, die Luftballons stehen für die Burdens, für die ganzen Themen, für die Probleme, für all das, was ihn belastet. So, sein Trauma und so weiter und so fort. All diese Sachen. Und es gibt diesen Raum voller Ballons. Und das, was wir sehen können, ist, dass NF hier in Weiß ohne seine Ballons unterwegs ist. Ohne Shopping Car, ohne Käfig um ihn herum von Outcast. Und den Käfig sehen wir dann wiederum im nächsten Raum, wo der alte NF drin ist. Und ich habe vergessen, wie der Song heißt. Ihr wisst, welchen ich meine. Der so bekannt im Radio geworden ist. Wo am Ende zu sehen ist, dass er sich selbst nicht zur Hilfe gekommen ist. So. Und er steht in dem Käfig und hält die Schlüssel in der Hand. Und das ist das, was wir wiederum von Outcast kennen. Ja, diesen Punkt von, ich habe mich hier selbst in diesen Käfig gepackt, weil ich mich von der Außenwelt schützen möchte, weil mir das zu viel ist. Ich möchte die Außenwelt absperren. Und das haben wir auch aus dem Song Mansion schon gehört. Ne, dieses I'm not locked in. It's my own choice. So. Don't knock. Ich werde nicht zur Tür kommen. So. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will hier drin bleiben. Und das sehen wir in diesem anderen Raum. Das heißt, auch da gibt es eine Entscheidung, eine ganz bewusste. Ich gehe aus meinem Käfig raus. Ich habe die Schlüssel genommen, habe aufgeschlossen und ich bin jetzt außerhalb des Käfigs. Und ich trage meine Burdens nicht mehr überall mit rum. Sie sind noch da. Sie haben ihren eigenen Raum. Der Käfig hat seinen eigenen Raum. Ich kann jederzeit diese Räume betreten. Und ich kann rausgehen. Und das ist unter anderem etwas, was Therapie machen kann. Was total schön ist. Und dann sagt er, some would say having a mental breakdown is a negative thing. On the other hand, it was a push I needed. Und das ist so schön, dass er das sagt, ne? Wir kennen das, man muss erstmal ganz unten am Boden sein, damit sich was verändert, damit wir die Energie haben, uns aufzurappeln und nochmal loszulegen. Und das ist genau das, ne? Solange es irgendwie noch geht, solange unsere ganzen inneren Strategien funktionieren, unsere ganzen Coping-Mechanismen, wir irgendwie einen Umgang damit finden, das zu betäuben, das wegzudrängen und so weiter und so fort. Solange machen wir halt so weiter. Funktioniert ja irgendwie. Auch wenn wir vielleicht nicht glücklich sind, aber irgendwie funktioniert. Wenn das wegbricht und nichts mehr geht, wenn es zu schlimm wird, zu dolles Leid wird, dann gibt uns das den Push, was zu verändern. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und dieses, was er jetzt zum Schluss sagt, having kids will make you really take a step back and look in the mirror, at least for me, that's what it did.
Und wir haben das auch noch mal im 4-Album, ne? Ich glaube, bei dem Song, den er mit Machine Gun Kelly gemacht hat. Da hat er das auch gesagt, ne? Ich möchte, dass meine Kinder es besser haben. Ich möchte es besser für meine Kinder machen. Und Kinder spiegeln uns unglaublich viel. Mm, Sie konfrontieren uns mit dem, was wir in uns selbst verurteilen. Kinder sind am Anfang noch unglaublich frei in ihren Emotionen. Sie leben Wut aus, sie leben unbändige Freude aus, sie leben Freude im Sinne von körperlicher Freude aus, ne? Sich präsentieren, sich bewegen, laut und leise sein, ähm, all das, wo wir einen Stempel drauf haben von, das macht man doch nicht in der Öffentlichkeit oder auch generell nicht. So, dann versuchen wir schon zu regulieren. Wir merken, dass es in uns irgendwas anteasert oder auch triggert. Und das zu bemerken, dass die Kinder ein Spiegel eigentlich dafür sind, was wir in uns vielleicht verurteilen oder versucht haben wegzudrängen oder wo wir eine Bewertung drauf haben. Und dann festzustellen, eigentlich ist das ein Ding, was ganz ursprünglich in uns allen war. Und dann haben wir beigebracht bekommen, das macht man nicht oder das macht man so nicht. Das ist so nicht richtig. Und so fängt genau diese Spirale an von, okay, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Ich muss da nochmal was an mir verändern. Ich muss ein bisschen weniger wütend sein, damit ich geliebt werden kann, damit ich dazugehöre. Aber ich muss ein bisschen mehr selbstkontrolliert sein, damit ich dann auch genug bin für wen auch immer. Und so fangen wir an, uns immer mehr anzupassen und immer mehr zu regulieren und immer mehr den Fokus darauf zu haben, wie muss ich eigentlich sein, damit ich geliebt und angenommen werde. Und das zu reflektieren ist unglaublich wichtig. So. Und das kann ein schöner Motivator sein, auch bei den Eltern, ne? Wenn die dafür eine Achtsamkeit haben, bei sich selbst hinzugucken und zu sagen, oh, warum will ich mein Kind da eigentlich gerade regulieren oder einschränken? Was ist eigentlich da das Thema, mit dem ich mich konfrontiert fühle? Warum fühle ich mich so unangenehm berührt, wenn mein Kind wütend ist? Was macht das eigentlich in mir so? Und dann zu sagen, okay, vielleicht muss ich auch mal mich nochmal mit bestimmten Themen auseinandersetzen, die ich vorher weggedrängt habe. Für meine Kinder. Ja. So, weiter geht's. Love yourself, sometimes you gotta be someone you're not to hear the voice of reason. Having kids will make you really take a step back and look in the mirror. At least for me, that's what it did. I wake up every day and pick my son up, hold him in my arms and let him know he's loved. Standing by the window, questioning if that is ever going to show up. Isn't something he's gonna have to worry about. Don't get it twisted, that was in a shot. Mama, I forgive you, I just don't want him to grow up thinking that he'll never be enough. 30 years of running, 30 years of searching, 30 years of hurting, 30 years of pain, 30 years of fearful, 30 years of anger, 30 years of empty, 30 years of shame, 30 years of broken, 30 years of anguish, 30 years of hopeless, 30 years of hate, 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fate, 30 years of hollow, 30 years of sorrow, 30 years of darkness, 30 years of hate, 30 years of baggage, 30 years of sadness, 30 years of stagnant, 30 years of change, 30 years of patience, 30 years of suffering, 30 years of torment, 30 years of 30 years of bitter, 30 years of lonely, 30 years of pushing everyone away. You'll never revolve. I know I can change. We are not enough. We are not the same. You don't have the heart. You don't have the strength. You don't have the will. You don't have the faith. You'll never be loved. You'll never be safe. Might as well give up. Not running away. You don't have the guts. You're the one afraid. I'm the one in charge. I'm taking the I'm taking the reins. Ich liebe diesen Teil, ne? Der ist so. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. So kraftvoll. So berührend. Kurz ein bisschen lost for words. Also, ich gehe erstmal wieder auf die Visuals ein. Wir können dieses Battle sehen zwischen Hope und vielleicht 4. Vielleicht steht, ich meine, ne, das, was wir sehen können, ist ja auch dieses Fake Smile. Fake Smile haben wir, glaube ich, haben wir das erste Mal in Therapy Session erklärt bekommen oder das erste Mal gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Gerne in die Kommentare. Aber vielleicht steht es einfach generell für all die Themen. Nicht nur für 4, sondern auch für all die anderen Anteile, die mit dem ganzen Themen, Problem, Trauma und so weiter zu tun haben. Und vielleicht geht es ja auch nur um 4, ich weiß es noch nicht. Aber dieses Battle zwischen den beiden,
So. Und vielleicht geht es hier auch nicht mal um den Hope-Anteil. Vielleicht geht es hier um den NF. Einfach nur um Nathan. Der sowohl Hoffnung in sich trägt, als auch Fear, als auch diese ganzen anderen Anteile, die am Anfang noch gesagt haben, ey, das ist mein Album, nein, mein Album, dass die hier am Ende auch nochmal dieses Battle austragen. Und es ist so schön gemacht, ne? Es hat schon fast so ein bisschen was von, na, wie heißt das? Ach, kommt. Marvel-Universum. Dieses schwarze Außerirdische mit Eddie Brooke, was ihn übernimmt. Hat auch schon in Spider-Man eine Rolle gespielt. Ach, verdammt. Ihr wisst, was ich meine. Venom. Mensch. Da haben wir's. Erinnert so ein bisschen an Venom, ne, wenn Venom so ein bisschen durchbricht. Und dieser interne Battle von ich bleibe in Kontrolle. Ich habe hier die Macht weiterhin. Nein, da, 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 da. Und das ist dieses interne Battle, was wir so viel kennen. Dieses, ich kann das, ich schaffe das. Und dann kommt plötzlich diese Stimme rein von, nein, du bist nicht genug, wir haben das schon immer so gemacht, du bist doch der letzte Loser. Nein, ich habe mich gut vorbereitet, da, 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 da. Nein, und du musst Angst haben und das könnte passieren und was ist wenn und überhaupt. Und dann sehen alle, was für ein Tropf du bist. So. Und gerade wenn wir anfangen, uns zu verändern, wenn wir Kontrolle übernehmen, wenn wir anfangen, nicht mehr mit Anteilen zu gehen, die uns schaden, beziehungsweise die uns so viel Leid vermeintlich zufügen, ne? Dann werden diese Stimmen nochmal besonders laut. Bist du dir wirklich sicher? Ich habe dir doch über all die Jahre, hab ich dir doch gut gedient. Ich wollte doch immer nur das Beste für dich. Und wenn du jetzt nicht mehr auf mich hörst, dann können dir ganz schlimme Dinge passieren. Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass du jetzt nochmal zuhörst. Und wenn das bedeutet, dass ich dir sagen muss, dass du der letzte Arsch bist und ohne mich überhaupt nichts wert bist, damit du auf mich hörst. Weil dieser Teil NF beschützen möchte. Ganz im Kern. Und dafür sagt er ihm, du bist der letzte Arsch. Du kriegst es eh nicht hin. So. Und sich daraus zu befreien und zu sagen, und ich schaffe das auch so. Ich habe andere Strategien. Ich habe jetzt unter anderem, arbeite ich mal mit Hoffnung. Ich probiere mal einen anderen Weg aus. Danke, dass du da bist. Aber nein, ich mache jetzt diesen Weg. Es muss etwas anderes hierher. Und alles, was er aufzählt, ne? So, Sadness, Suffering, Sorrow, Darkness, Torment. Was haben wir noch? Lonely, Pushing Everyone Away. Und ne, dann kommt dieses I know I can change. Dann kommt die andere Stimme, we are not enough. Und das ist genau dieses Battle. Und dieses Battle führt er eigentlich schon seit 30 Jahren. Nur, dass sich jetzt die Rollen langsam verschoben haben. So, am Anfang konnte er die Hoffnung gar nicht sehen, weil die irgendwo da ganz klein am Boden war. Aber sie war immer da. Sonst wäre er nicht mehr am Leben. So. Aber das, was jetzt passiert ist, dass die beiden mindestens gleichrangig geworden sind, wenn nicht sogar Hope eben ein bisschen höher. Und auch hier ist es immer ein Hin und Her, je nachdem, wo wir gerade sind, weil wir sind nicht immer gleich stark. Es passieren Dinge im Leben. Und dann kommen wieder Unterschiede rein. Und dann übernimmt vielleicht doch wieder mehr der Angstteil. Ich bin nicht genug. Ich hinterfrage. So wie er es dann im 4-Album macht. Ne? So. Und auch das gehört zum Prozess dazu. Es geht ja nicht darum, das komplett alles wegzumachen, weil das ist genau der falsche Weg. Aber wir müssen aufhören, diese Anteile miteinander zu polarisieren. Zu sagen, Hope ist das Richtige und das Gute und die Angst ist das Schlechte und das Böse und das muss weg. Sondern das wirklich als wann macht was Sinn. Und ich bin derjenige, der sich quasi einen inneren Rat erschafft aus verschiedenen inneren Anteilen. Und ich lasse jeden mal zu Wort kommen und entscheide dann, was am meisten Sinn macht. Vielleicht lasse ich die auch zusammenarbeiten und mal gucken, was die denn so für eine Strategie ausarbeiten für eine bestimmte Situation. Also das, worum es geht, ist nicht alles wegzumachen, sondern wieder das Ruder zu übernehmen und diese Teile, die eigentlich dafür da sind, um mir etwas Gutes zu tun, mir zunutze zu machen, um mir etwas Gutes zu tun und zu entscheiden, wer wann wie viel zu sagen hat.
Ja, ihr lasst es so stehen. Wenn euch das, was ich hier erzählt habe, gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, teilt das Video und ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder für weiteren NF-Content. Genau, bis dann.